Freunde, ich habe nicht das Gewehr gewechselt, nein. Dennoch geht es heute um Waffen bzw. um Blaster. Und zwar um welche des Fabrikates Lego und um welche des Fabrikates Brick Arms. Ich habe Custom Blaster bestellt, 2 Blaster Packs, über die wir heute reden werden, und zwar Star Wars Blaster, ganz genau. Und die Lego-Dinger, die für Star Wars verwendet werden. Also Lego, ja, die Auswahl, ihr kennt sie, ist so, das hier ist, Also macht wirklich Spaß. Wir schauen sie uns mal ein bisschen im Detail an, reden darüber. Ich habe 2 Figuren, die im Modell stehen werden, die Dinger dann in den Arm gesteckt bekommen oder in die Hände gesteckt bekommen. Gut, kann man so machen. Und ja, sollen wir sie wirklich gegeneinander antreten lassen? Klar, Lego hat 1, 2 Vorteile, aber sie stinken ab, ganz einfach. Dies ist übrigens auch keine Werbung, ich werde hierfür nicht bezahlt, das ist alles meine eigene Meinung. In diesem Sinne, wir laden durch und ziehen mal direkt los. Aber ich drücke besser nicht ab, das wird verdammt laut. Habt ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Gute! Wie ihr mitbekommen habt, geht es um Blaster und wir fangen mit Lego Blastern an. Das ist unsere Auswahl, die wir haben, wirklich traurig. Deswegen habe ich lange hin und her überlegt, soll ich die Stud Shooter mit dabei packen, soll ich diese Dinger hier mit dabei packen? Komm, wir machen es, da es sonst halt wirklich zu traurig wird für Lego. Zuallererst möchte ich mal sagen, also oft als Entschuldigung höre ich ja, ich habe mir andere Videos angeguckt zu diesem Thema, um mich da ein bisschen vorzubereiten. Es wird oft als Argument genommen, Lego möchte nicht zu nah ans Kriegsgeschehen ran. Deswegen stellen sie keine Blaster her, die dem Film halt nahe kommen oder wie echte Blaster oder Gewehre aussehen. Wenn man aber Kindern sowas verkauft, wo sie mit einer Minifigur auf eine andere schießen können, also tut mir leid, näher ans Kriegsgeschehen kommt ihr jetzt nicht ran. Klar, das Ding sieht nicht aus wie eine Knarre, aber sie tut das, was eine Knarre normalerweise tut. Also das Argument ergibt für mich halt eben null Sinn. So viel mal dazu. Also gebt euch doch einfach die Mühe, seid doch ehrlich. Ihr seid einfach zu faul, euch eine neue Form zu überlegen, sie zu gießen oder sonst was. Ich weiß nicht, was da alles so dahinter steckt, um so einen Blaster herzustellen. Aber ist ja auch egal. Wir sind jetzt erstmal hier, um uns die Sachen anzugucken. Das hier fungiert halt früher ja als Blaster bei Space oder öfters auch als Kamera, wenn man es rumgedreht hat. Wenn man es rumgedreht hat, kann man es natürlich auch wie ein Raketenwerfer aussehen lassen. Ich stecke es ihm jetzt mal so in die Hand, weil ich das irgendwie schon cooler finde. Dann kann er hier so durchgucken, wenn er das Ding auch festgehalten bekommt und kann dann hier Peng Peng, Boom Boom, alles in die Luft jagen, alle tot. So, das wäre dieses. Ich habe zwar das Türmchen hier geholt, um euch mehr zu demonstrieren, aber dann benutzen wir den auch gleich mal. Dann dieser Blaster hier, den habe ich mal hier in so einem Flat Silver. Vielleicht zeigen wir noch diese Pistole. Ja, der Vorteil an diesen Lego Blastern, dass man das überhaupt Blaster nennen darf, ist halt eben, dass sie mehrere Möglichkeiten haben, hier zum Beispiel und dort hinten nochmal Clips anzubringen. Das war für den Bau meines Lego Waffenraums ungemein wichtig, da ich die Custom Blaster auf jeden Fall nicht in dieser Variation hätte festmachen können. Das muss man Lego lassen, das macht Sinn, dass sie solche dann herstellen. Aber man kann ja solche und solche herstellen. Einmal welche für einen Kriegsmog und einmal welche zum Beispiel, also für einen Kriegsmog, wo man eine Szenerie aufbaut, wo so Leute rumrennen und bababam, bababam machen und sich da alle über den Haufen ballern. Es wird doch so oder so gemacht, Leute, ja. Die Leute werden ja kreativ, sie bauen sich ja schon selber Waffen zusammen, so wie es dann hier teilweise gemacht wurde. Die drücke ich jetzt keinem in die Hand. Das sind solche Blaster, jo, das hier ist eigentlich ein Mikrofon, die hat man halt mal verwendet, zum Beispiel bei Space wurden diese hier verwendet und diese hier gab es sogar schon mal in einem Star Wars Battle Pack, in einem ganz früheren. Ja, mit viel Fantasie sehen sie aus wie Blaster. Dann gab es noch diese hier. Die sind zwar mit am schäbigsten, aber mit am nützlichsten für Nicht-Waffenbauten, wenn ihr sie für was anderes verwenden wollt. Ja, also Zapfpistolen können das sein, irgendwelche Rohrleitungen, die da rausgehen. Ich habe die schon bei so vielen Mocks gesehen, bei kleinen Robotern zum Beispiel, die gebaut werden aus Bricks, bei Brick-Builded Robotern, so Droiden oder so. Ungemein wichtiges Teil, macht wirklich Spaß. Da macht es wieder Sinn, sowas herzustellen, aber wie gesagt, Bababa habe ich schon gesagt.
Es fehlen einfach noch ordentliche Waffen im Lego-Sortiment, wo man wirklich was mit anfangen kann. Das sind die wir haben. Eine habe ich noch nicht mit dabei, die besitze ich nicht. Einen Blaster, einen so einen kleinen, den werde ich euch auch gerade hier dann da oben links einblenden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein paar richtige Waffen. Das sind auch keine echten Waffen, um Gottes Willen. An. So, und da haben wir unsere richtigen Waffen in Anführungszeichen. Es sind ja keine richtigen Waffen, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. Sie sehen mehr nach Star Wars aus. Hier hatten wir dieses Battle... Was laber ich denn da, Junge? Ich meine Waffenpack. Das Blaster Stellar Weapons Pack von Brick Arms, wie schon erwähnt. Und das sind diese Waffen. Hier seht ihr nochmal die einzelnen Namen von denen. Ein paar davon werdet ihr kennen. Ich kenne jetzt selbst gar nicht alle auswendig. Und wir gehen sie aber mal so halbwegs im Einzelnen durch. Hier haben wir den ersten Klon mit seinen Waffen, mit solch einer großen Rifle hier. Da kann man das Magazin hier unten einfach so entfernen, aber das kann man keinem in die Hand drücken oder so. Ich habe es probiert, es passt nicht. Das sieht dann so aus. Und das sind die besagten Scopes auf dieser schweren Waffe hier, die man kleben kann. Das spare ich mir aber dann. Was man dazu sagen muss, diese Waffen haben alle, wir sprechen jetzt einmal darüber, alle solche ganz leichten Angusspunkte, die findet man bei Lego halt eben nicht. Da sieht man schon einen leichten Qualitätsunterschied, das muss man ja dann Lego doch zugute halten. Aber ansonsten, wenn ihr mal auf die ganzen Details und so schaut, stinkt Lego halt eben ab. Das muss man ganz klar sagen. Diese Waffe hier kann man zum Beispiel, das ist eher seltener, aber es kommt vor, zum Beispiel hier noch einklipsen, dass er sie auch so halten kann oder an irgendwelche Waffenständer festgemacht werden können. Aber ansonsten ist es halt relativ selten, dass es so funktioniert mit diesen Waffen. Aber da kommt Optik eben vor Funktion, wie ich es gerne sage. Und hier hätten wir zum Beispiel einen solchen Blaster in Silber. Das ist auch ein ziemlich feines Ding. Wisst ihr jetzt auch nicht, wo der genau im Film vorkam. Wer es da besser weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier haben wir natürlich den DC-15 Blaster, wenn ich mich nicht irre. DC-15, genau. Und diesen hier, meine ich, hatte Boba Fett mal im Film, wenn ich mich da auch nicht wieder irre. Bitte lyncht mich nicht. Auch sehr tolle Geräte, sehr detailreich und gefallen mir auch sehr gut. Dann laufen wir mal weiter zum nächsten Kumpel hier. Da habe ich schon mal hier so simuliert oder gezeigt, dass man hier vorne, das ist auch nicht immer so, dass er hier vorne am Lauf anpacken kann. Hier finde ich die Details natürlich, diese Löcher hier vorne zum Kühlen des Laufs, finde ich super geil gemacht. Dieses Magazin kann man ebenfalls entfernen. Ist auch ganz cool, dann kann man so tun, als würden die Klone nachladen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich kann die auch statt einfach wegzulegen wieder hier anstecken. Dann kommen wir mal zu zwei kleineren Blastern. Diesen hier habe ich mal bei Han Solo und ich meine sogar Leia schon gesehen. Auch einer meiner Favoriten. Und diese hier habe ich, wenn ich mich nicht wieder irre, Mann, wiederhole ich mich oft, haben Sergeants in den Händen. Des Öfteren. Auch sehr wieder detailverliebte kleine Waffen. Haben mir auch sehr gut gefallen. Da kommen wir zu einem weiteren entfernbaren Magazin. Das ist diese Waffe hier. Da kann man dieses Magazin halt rausnehmen. Auch eine sehr schöne Variante. Und ein solches Gerät, das Magazin ist halt eben fest. Mit so einem ziemlich langen Scope oben drauf. Auch ziemlich schöne Waffen. Die nächsten im Petto wären dann diese hier. Einmal dieses kleinere Modell. Auch wieder, ihr seht, also die fassen sich auch super toll an. Ja, wie die richtigen von Lego. Ich weiß nicht, ob da derselbe Kunststoff verwendet wurde. Ich glaube wohl kaum. Aber wenn man hier vorne jetzt dran guckt, da sind irgendwie keine scharfen Kanten oder unschöne Ecken. Also die sind wirklich toll verarbeitet. Die Qualität hat mir hier sehr gut gefallen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Kollegen hier. Der hat Mandos Gewehr hier so in der Hand stecken. Natürlich kann er den hier unten auch nehmen. Da sieht man, okay, wieder so ein bisschen, wenn ich das hier in den Weißen halte, unten am Griff, so ein bisschen an seine Beine halte, so einen kleinen, leichten Angusspunkt, aber das ist wirklich zu verkraften.
Wen es stört, der kann das mit Schmirgelpapier vielleicht ein bisschen wegmachen. Diese Waffe, ja, wäre in der Machung wahrscheinlich nicht möglich gewesen, sie anders anzufassen. Er kann sie nur so anpacken oder ganz hinten am Schaft. Das ist halt ja ein bisschen doof und er kann sie leider nur so halten oder halt ja so schräg nach oben. Ne? Das ist etwas, na, kriege ich es hin, so etwas ja unglücklich, aber das ist halt, liegt ja auch viel an den Händen der Minifiguren. Da bleiben einem leider nicht so viele Möglichkeiten, aber besonders Mandos Gewehr finde ich hier extrem cool. Also die Bauvariante, die Brick-Builded-Variante werdet ihr ja bestimmt alle kennen. Die ist da wesentlich schlechter, die ist viel zu lang. Und das wäre es eigentlich auch zu diesem Battle Pack. Nee, das war schlecht. Ich habe aber noch eins. Man muss auch dazu sagen, dieses Battle Pack mit diesen 15 Waffen, eins davon, ich habe 2 gekauft, eins kostet jetzt 12 Euro. Muss man sich überlegen, ob einem die Sache wert ist, wenn man jetzt eine riesige Armee auszustatten hat. Tut das für den Geldbeutel natürlich schon weh, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sagen wird, das Geld ist es mir auf jeden Fall wert. Und damit kommen wir, wie schon gesagt, zum letzten Pack, Weapons Pack, und zwar dem Blaster Revolution Weapons Pack. Das ist auch ziemlich geil, besonders der DC-17 Blaster. Deswegen habe ich es mir auch zweimal geholt, damit ich ihn zweimal habe. Man kann ihn auch ja, einzeln kaufen, er ist aber halt auch nur einmal in einem Pack drin. Und die anderen Waffen wollte ich ebenfalls haben. Die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Da musste ich nochmal für den Flex natürlich einen Commander rausholen. Unser Commander Cody mit 2 DC-17 Blastern. Extrem cool, gut verarbeitet, ziemlich ja, nach der Filmvorlage auch. Sieht extrem geil einfach aus, muss man dann wirklich so sagen. Dann nehmen wir mal den hier von ganz rechts. Zeigen diese beiden Geräte mal, die auch ziemlich detailgenau sind. Also ich bin wirklich schwer überzeugt von diesem Pack und ich werde mir, denke ich, noch mehrere zulegen. Wobei ich denke, dass ich auch andere Hersteller mal ausprobieren werde, um mir dann wirklich ein Fazit machen zu können, welche denn da qualitativ besser sind. Hier so 2 Scharfschützengewehre, besonders seht euch mal die Details dieses Scharfschützengewehres an. Also da wurde sich wirklich Mühe gegeben. Ich appelliere nochmal an Lego, gebt euch auch diese Mühe. Ich würde sie auf jeden Fall kaufen und da wäre ich bei weitem nicht der Einzige, der es tun würde. Und es tut auch keinem weh. Diesem Kollegen habe ich jetzt nur einen in die Hand gedrückt, da er sonst, glaube ich, überfordert wäre bei der Schwere dieses Geräts. Zieht euch das Ding mal rein. Also das muss schon eine ganz schöne Wucht haben. Auch wieder diese Löcher zum Kühlen des Laufs. Auch ein ja, interessantes Gerät, ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling und ich fange schon wieder an, die Figuren hier wegzulegen. Und da haben wir so eine ja, Pistole, so ein Revolverartiges Teil. Nochmal so ein Blaster hier, auch ziemlich interessant und ja, detailgetreu. Dann haben wir hier auch nochmal so 2 schwere Waffen und hier kann man auch das Scope entfernen und hier haben wir natürlich das DC-15 Blastergewehr, das mir wohl am allerbesten gefällt. Hier kann man auch, das hätte ich vielleicht direkt machen können, ihm das Ganze so in die Hand drücken. Das matcht auch wunderbar. Also man hat bei keiner Waffe irgendwie Probleme, sie in die Lego-Figuren einzuklipsen. Es hält wunderschön. So, dann kommen wir zu einer Waffe, die man bei Chewie gesehen hat, bei Chewbacca. Seine Armbrust. Auch viele Details am Start. Ein schöner Schaft mit einem Löchelchen drin. Auch hier im Schaft sieht man keine großen irgendwie, ja, Flächen, die da rausgucken. Also sehr schön eingegossen, wirklich gut verarbeitet. Und solch eine silberne ja, Blasterpistole. Und dann der letzte in der Manege hat hier 2 Pistölchen in der Hand wieder. Auch ziemlich schöne Geräte. Ich glaube, das sind Stormtrooper. Moment, wir gucken mal. Shocktrooper-Pistolen. Shocktrooper-Pistolen. Okay, die wurden von Shocktroopern verwendet. Die hatten ja überwiegend eigentlich nur schweres Gerät. Aber natürlich kann man auch mal sich so solch eine Pistole in den Schuh stecken, falls man mit irgendwelchen Greedos Probleme bekommt.
Das waren jetzt alle Battle Packs, Weapon Packs, die ich besitze, die ich mir geholt habe. Hier kann ich sie nochmal in die Kamera halten für den Überblick. Jedes kostet 12 €. Konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Nochmal sei hier gesagt. Und warum wiederhole ich mich mal so ganz komisch? Keine Werbung, meine eigene Meinung. Ich bin wirklich sehr überzeugt davon. Natürlich habe ich die Blaster noch nicht lange. Es kann natürlich sein, dass Kinder irgendwie beim Spielen, vielleicht hier vorne beim Mando, irgendwie was abbrechen, wo es dann ziemlich dünn verarbeitet ist. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass dies kein Problem sein sollte. Da ich schon trotz alledem so, ja, eine Festigkeitsprobe gemacht habe. Also man kann das hier, natürlich kann man das biegen, aber es ist jetzt nicht so, dass als würde es irgendwie abbrechen oder wäre irgendwie schlecht gemacht, also das Scope oder so. Also es kommt mir wirklich hochwertig vor und dementsprechend werde ich diese mal auch weiterhin austesten. Und ich hoffe, sie waren informativ für euch, diese Packs, sie mal zu sehen, was es da so gibt, falls ihr sie noch nicht kanntet. Und das wäre es dann auch schon mit der Vorstellung. So Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euer eigenes Fazit draus ziehen, was ihr wirklich von Lego Blastern haltet. Wie schon erwähnt, sie haben ihre Vorteile. Optisch gesehen bin ich aber dann doch bei den Custom Blastern. Es gibt natürlich auch ganz andere Fabrikate und Firmen. Ich habe diese hier getestet und war wirklich zufrieden mit der Qualität. Ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ihr wisst ja, seid freundlich zu euren Mitmenschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.